Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch was über Airline-Schienen erzählen. Warum will ich euch was über Airline-Schienen erzählen? Ich will es euch mal kurz zeigen. Und zwar, ich habe das Fahrzeug neu und man sieht, man hat keine Befestigungsmöglichkeiten. Und dafür sind die Airline-Schienen gedacht. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Jo, da bin ich wieder. Nochmal kurz Licht an, vielleicht seht ihr mich dann besser. Na, warte, Augenblick kurz. Jo, jetzt wirklich, man sieht mich, glaube ich, etwas besser. Ja, ich will hier jetzt gleich die Airline-Schiene anbringen. Dazu muss man sich erstmal ein bisschen was ausmessen. Das habe ich schon getan. Ich habe mir hier so ein paar kleine Striche gemacht, wo ich nachher die Airline-Schiene dran ankleben möchte. Ich zeichne mit dem Bleistift an, weil das ist so schön praktisch, das kann man nicht wieder wegradieren, wenn man sich vermalt hat. Ich komme jetzt mal rein. Ist gar nicht so einfach heutzutage. So. Also, bis hierhin sollen die Airline-Schienen gehen. Ich habe natürlich so eine schöne große Wasserwaage, dass sie genau reinpasst. Ja. Schön. Ja, also ich will das natürlich ein bisschen Wasserwaage ausrichten. Das wird jetzt hier aber sehr tricky werden. Ich möchte, dass beides ungefähr fluchtet. Ich werde das wahrscheinlich anders machen. Ich werde das gleich mit dem Zollstock machen, den ich mir gleich noch hole, um das Maß von hier nach da zu messen, um dann den richtigen Abstand zu haben. Beziehungsweise hier sollen nachher die Airline-Schienen sein, weil da drin kommt noch ein Regal hin. Ja. Dann mache ich aber jetzt schon mal die Striche, weil die kann man ja schon mal machen. Ja. Und dann kann man einmal so. Und dann hole ich mir mal ein Klebeband und fange an. Das abzukleben. So, das mache ich einmal in der Richtung.
Wenn man das dann so hat, das so vorbereitet hat, also dass man sich das abgeklebt hat, wo die Halteschienen sitzen sollen, dann fängt man an, das Ganze vorzubereiten, also ein bisschen anzuschleifen und dann mit Ethanol ein bisschen abzuputzen oder mit Reinigungsalkohol, man muss nicht unbedingt Ethanol. Dann bereitet man die Schienen vor. Dazu werde ich die auch ein wenig anschleifen. Die werde ich auch mit doppelseitigen Klebeband in der Mitte fixieren und an den Außenseiten kommt eine Klebenaht hin. Warum mache ich das mit den doppelseitigen Klebern? Ist ganz einfach. Ich kann die dann andrücken und brauche nicht irgendwas gegenstellen, damit sie da bleiben, wo ich sie hinhaben will. Das hat den entscheidenden Vorteil. Ja, und wenn dann das ist, dann kann ich danach die Dings wieder abziehen. Und dann sind die Halteschienen dran. Aber bleibt natürlich dabei. Ich zeige euch das auch in live. Ich habe extra das gute Schleifpapier noch geholt. Da nimmt man aber nicht das Rauste, sondern nimmt man das Feinste. Ja, also wir wollen jetzt nicht das Gummi unnötig kaputt schleifen. Wir wollen nur ein bisschen anrollen, damit die Klebekräfte besser halten. Die sogenannten Kohäsions- und Adhäsionskräfte. Zweimal. Also irgendeinen Lappen nehmen. Mit Alkohol ein bisschen drauf machen auf den Lappen. Gar nicht zu viel. Ich habe mir extra so einen hier genommen und dann, dass einfach der Staub runter ist, ne? Weil es muss auch fettfrei sein. Fett und staubfrei. Ne? So, das gleiche mache ich noch mit den Schienen. Also, so sieht dann das Ganze vorbereitet aus. Ich habe jetzt auf das kurze Stück habe ich jetzt 4-mal das doppelseitige Klebeband hingeklebt. Als nächstes kommt dann diese Klebewulst da drauf. Ja, ich mache das erstmal nur auf einer, weil ich die dann anklebe, weil sonst sitze ich gleich in dem Kleber. Und das möchte ich definitiv nicht, weil der geht nicht so gut ab. Man sollte darauf achten, dass man gut belüftet, weil, ich sag mal so, der Kleber stinkt ein wenig. Er ist nicht gerade. Der Kleber runter unten. So.
Achso, warum ich das Bohre? Ist ganz einfach. Das ist die Rückwand vom Fahrzeug und das Fahrzeug, wie gesagt, ist jetzt 2 Wochen alt und mein Hersteller hat mir gesagt, wenn ich hier in die Rückwand bohre, meine Dichtigkeitsgarantie, die 5 Jahre habe auf das Fahrzeug. Und darauf habe ich natürlich keine Lust, dass dann schon nach 2 Wochen die Garantie erlischt, nur weil ich ins Fahrzeug bohre. Kleben, hat er gesagt, ist nicht das Problem, das darf ich gerne machen. Ja, deswegen klebe ich die auch und bohre nicht. So, jetzt habe ich erst die vorbereitet. Jetzt mache ich die Klebe da. Also, ziehe die zweite Seite davon ab. Will nicht. So, jetzt habe ich das doppelseitige Klebeband abgezogen. Hier hängt noch ein Haar. Das wollen wir dann natürlich nicht haben. Jetzt komme ich rein. Und jetzt mache ich nichts anderes wie diese Leiste da dran kleben, wo ich sie hin haben will. Andrücken. Und dann darf man das Klebeband abziehen. Aber Vorsicht, da könnten Klebereste dranhängen natürlich. Sie rutscht doch ein wenig. Ich werde sie fixieren mit ein wenig Klebeband.
So, das war's eigentlich schon. Die zweite mache ich alleine, ohne euch. Wenn euch mein Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like. Also ich habe es jetzt nochmal fixiert, weil es war mir doch ein bisschen sicherer. Es hat doch ein bisschen gerutscht. Das mit den doppelseitigen Klebern war zwar eine gut gedachte Idee, aber hat dann doch nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich wollte. Also, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Nachmachen. So, jetzt nochmal einen kurzen Nachtrag. Also ich habe letztendlich unten das etwas besser hinbekommen. Ich habe die Schiene jetzt nochmal so fixiert, weil ich der Meinung war, dass es mit den doppelseitigen Klebern nicht ganz so optimal gelaufen ist, wie es eigentlich laufen sollte. Ja, war ein Versuch wert, hat leider nichts gebracht. Hier oben sieht man, habe ich ein wenig rumgesaut. Das werde ich natürlich, wenn das getrocknet ist und die Schiene fest ist, werde ich das versuchen noch ein wenig zu putzen, so dass dann das auch wieder ordentlich aussieht. Und ja, ich denke mal, das kriege ich ganz gut noch hin. Da gibt es extra so ein Lösungsmittel sogar noch, dass man das dann im Nachhinein bearbeiten kann. Das meiste habe ich schon wegbekommen, weil es war bis hier runter, weil die Schiene mir abgerutscht ist. Man sieht also, wo es noch feucht war, konnte ich es noch echt gut abwischen. Ja, und jetzt wollte ich es erstmal trocknen lassen, damit das dann Hand und Fuß hat. Und wenn das dann getrocknet ist, dann werde ich dementsprechend das noch mal ein bisschen nachbearbeiten, dass das dann auch hübsch aussieht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne ein Like und ein Abo für mehr Do-it-yourself-Videos, wo mal was daneben geht und ich dann aus den Erfahrungen lernen kann, wie man hier unten sieht, bin ich immer gerne bereit. Also, bis zum nächsten Mal.